Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch so einen schönen Sommertop. Das ist in der Größe S bis XS, vielleicht auch M, so ungefähr, also auf jeden Fall S-Größe. Dazu verwende ich Relana Cotton Soft Wolle, Lauflinie 50 Gramm, 150 Meter. Dazu habe ich ungefähr 70 Gramm Wolle gebraucht und Haken Nummer 4. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Wir schlagen die Luftmaschen an. Dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe die Nadel einmal so um und häkle die erste Luftmasche. Und wir schlagen insgesamt 108 Luftmaschen. Und einfach die Luftmaschen anschlagen. So, in der ersten Reihe häkle ich Stäbchen, und zwar ich steche in die 4. Luftmasche ein, hole den Faden, also Umschlagfaden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, das ist ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. Und so häkeln wir dann weitere Stäbchen. So schaut es aus, und jetzt häkeln wir das Muster. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und jetzt häkle ich hier sofort hier in die erste Masche 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Eine Luftmasche. Jetzt überspringe ich 3 Stäbchen und in das 4. Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Jetzt überspringe ich 3 Stäbchen, in die 4. Masche häkle ich das erste Stäbchen, in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen, nochmal das dritte Stäbchen, also 3 Stäbchen. So schaut es aus. Jetzt eine Luftmasche und in dieselbe Stelle häkle ich nochmal 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. So, und das Ganze wiederholen wir jetzt. Wir häkeln jeweils im Wechsel ein Stäbchen oder hier diese 6 Stäbchen. Also eine Luftmasche. Jetzt überspringe ich 3 Stäbchen, in das 4. Stäbchen häkle ich wieder ein Stäbchen. Eine Luftmasche. 3 Stäbchen überspringe ich, in die 4. Masche häkle ich jetzt 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Also hier steche ich ein. Das erste Stäbchen, das zweite, das dritte Stäbchen, jetzt eine Luftmasche. Und in dieselbe Stelle häkle ich nochmal 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite und das dritte Stäbchen. So schaut es aus, und wir wiederholen das Ganze nochmal. Eine Luftmasche, 3 Maschen überspringen, in die 4. Masche häkle ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. 3 Stäbchen überspringen, in die 4. Masche häkle ich dieses Element aus 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen.
So schaut es aus. Also wir häkeln jetzt wieder 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Und zwischen diesen Elementen haben wir immer eine Luftmasche. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Ich habe hier das große Element gehäkelt, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Jetzt bin ich hier. Ich steche hier zwischen den beiden Maschen steche ich ein und häkle 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und nochmal das dritte Stäbchen. So schaut es aus. So, jetzt häkeln wir die Schrägung auf den Seiten. Also ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt mache ich einen Umschlag, steche hier in die erste Masche ein. Also hier, wo das erste Stäbchen hier ist, steche ich ein, hole den Faden. Jetzt ziehe ich durch die ersten 2 Schlingen den Faden durch. Jetzt mache ich nochmal einen Umschlag, nochmal an dieselbe Stelle einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Und jetzt häkle ich alle 3 Schlingen durch. So, und jetzt häkle ich hier in dieses Stäbchen ein Stäbchen. So schaut es aus. So, jetzt häkeln wir alles nach Muster, eine Luftmasche. Jetzt häkle ich hier zwischen den Stäbchen, hier haben wir eine Luftmasche, häkle ich wieder das gleiche Element. Also Umschlag, hier einstechen, Faden holen, das erste Stäbchen, das zweite und das dritte Stäbchen. So, eine Luftmasche. Und hier nochmal ein Stäbchen und nochmal 3 Stäbchen häkeln. Das erste, das zweite und das dritte. Eine Luftmasche. So, jetzt häkeln wir alles nach Muster. Hier in das Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche. So schaut es aus. Jetzt hier steche ich ein zwischen den Stäbchen und häkle wieder das gleiche Element. 3 Stäbchen. So, eine Luftmasche und nochmal 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und jetzt in das Stäbchen ein Stäbchen. So schaut es aus und so häkeln wir weiter nach Muster. Also über dem Stäbchen häkeln wir wie in der Vorrunde auch ein Stäbchen und hier zwischen den Stäbchen häkeln wir das gleiche Element aus 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Das ist eigentlich auch schon unser Muster, das wiederholt sich stets. So, am Ende der Reihe, ich habe jetzt hier ein Stäbchen gehäkelt. Und jetzt hier häkle ich keine Luftmasche, sondern hier steche ich ein, hier zwischen und häkeln wir jetzt wieder die Stäbchen, die wir zusammen abmaschen. Also Umschlag, hier einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Nochmal ein Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Und nochmal ein Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 4 Schlingen auf dem Haken und jetzt häkle ich alle 4 Schlingen durch. Und so schaut es aus. So schaut es aus. Also ich wollte es nochmal euch zeigen. Also ich habe hier insgesamt 12 solche Musterrapporte. Hier am Anfang habe ich mit einem halben Rapport angefangen und hier auch. Und ansonsten 12 Musterrapporte habe ich.
So, und jetzt häkeln wir die dritte oder die vierte Reihe oder die dritte Musterreihe oder die vierte Reihe insgesamt. Also, ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. So, und jetzt häkle ich, hier steche ich ein, nicht im Stäbchen, sondern hier kann man einstechen, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch. Nochmal Faden, Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen auf dem Haken, alle 3 Schlingen durch. So schaut es aus. So, jetzt häkle ich hier in die Spitze das Muster. 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Eine Luftmasche. Und den Rest häkeln wir alles nach Muster. Also wir häkeln die Maschenabnahmen nur auf den Seiten. Und den Rest häkeln wir so, wie wir bis jetzt gehäkelt haben. Also hier auch 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Und so häkeln wir dann weiter, bis wir auf der anderen Seite ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Ich habe hier dieses Element gehäkelt. Ich habe hier keine Luftmasche gehäkelt. Jetzt steche ich hier ein. Wir haben hier das Stäbchen und hier in die nächste Schlinge. So, Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Und noch einmal Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Und jetzt alle Schlingen durch. So schaut es aus. So, jetzt beginnen wir die nächste Runde oder Reihe. 3 Luftmaschen. Ich wende das Ganze und häkle hier alles nach Muster. Ich schaue einmal ganz kurz. So, hier einfach einstechen und wieder 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen häkeln. Schaut es aus und jetzt häkle ich eine Luftmasche und den Rest häkle ich nach Muster, bis ich auf der anderen Seite ankomme. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich das große Element gehäkelt, keine Luftmasche. Und jetzt steche ich hier vorne ein. Also wir haben hier diese 3 Stäbchen und hier haben wir mit 3 Luftmaschen angefangen. Da kann man einstechen und hier ein Stäbchen häkeln. So schaut es aus. So, das ist dann die linke Seite. Die 6. Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in die Spitze ein halbes Stäbchen. Also Umschlagfaden holen, jetzt häkle ich alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Den Rest häkeln wir dann alles nach Muster. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche und das nächste Element häkeln. So schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Ich habe hier in der Spitze 2 Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkle ich noch ein halbes Stäbchen. Umschlagfaden holen, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich hier, steche ich ein Stäbchen. Ein Umschlag hier
Also da, wo die 3 Stäbchen aufhören, hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So schaut es dann aus. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir wiederholen das Ganze ab der zweiten Runde. Das heißt, wir haben hier dieses kleine Element gehäkelt, hier. Und jetzt häkeln wir ab der zweiten Runde und wiederholen dann stets 2, 3, 4 und die 5. Runde und dann auch, also praktisch die 5 Runden stets wiederholen. Moment, das sind 4 Runden, die wir stets wiederholen. Also jetzt ab der zweite, 3., 4., 5. Runden wiederholen. Ich beginne jetzt mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier sofort in die erste Masche, also Umschlag 2 Stäbchen, die wir zusammen abmaschen. Die ersten 2 Schlingen durch, nochmal einstechen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen haben wir auf der Nadel und jetzt alle 3 durch. So, und jetzt häkle ich hier, das überspringe ich und in das Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Und den Rest häkle ich dann nach Muster eine Luftmasche und dann dieses Element hier häkeln. So schaut die Stickung dann aus und auf diese Weise häkeln wir dann weitere Reihen. Einfach die Maschenabnahme auf der Seite weiter häkeln. Also ich habe jetzt so weit gehäkelt, bis bei mir diese 4 Musterelemente bleiben. Ich habe insgesamt jetzt 20 Reihen gehäkelt. So schaut es aus. Jetzt machen wir Folgendes. So. Also ich habe hier 3 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt häkle ich hier 3 Stäbchen. Und den Rest häkle ich nach Muster eine Luftmasche, hier ein Stäbchen, eine Luftmasche und hier das Element häkeln. Also es schaut dann am Anfang so aus. So, und am Ende der Runde habe ich ein Stäbchen, eine Luftmasche und hier in die Mitte häkle ich auch 3 Stäbchen. So, jetzt häkle ich am Ende der Reihe nochmal ein Stäbchen. Ich muss schauen, wie ich das am besten mache. Und zwar häkle ich hier in das mittlere Stäbchen, das letzte Stäbchen hier von den 3 Stäbchen, da steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Und jetzt wiederhole ich ein paar Reihen, genauso wie wir es gehäkelt haben. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Dann häkle ich hier in das mittlere Stäbchen, häkle ich wieder 3 Stäbchen. Hier steche ich ein und häkle 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite und das dritte Stäbchen. Jetzt eine Luftmasche, ein Stäbchen, den Rest häkle ich nach Muster. Hier das nächste Element häkeln und so weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Da häkle ich auch in das mittlere Stäbchen hier ein Stäbchen. Ich meine 3 Stäbchen natürlich. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. So, und jetzt steche ich hier ein und häkle das letzte Stäbchen. Hier einstechen. Das letzte Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir noch ein paar Reihen, einfach dann anprobieren und schauen, wie hoch man das häkeln soll. Das kann einfach
unterschiedlich sein oder individuell kann man das Ganze dann anpassen. Ich habe jetzt 2 Reihen gehäkelt, dann häkle nochmal eine Reihe und dann schaue ich, ob das mir so gut passt. Also wieder das gleiche, mit 3 Luftmaschen beginnen und in das mittlere Stäbchen habe ich jetzt ein Stäbchen gehäkelt. Und am Ende der Reihe häkle ich hier in das mittlere Stäbchen ein Stäbchen und hier nochmal das letzte Stäbchen. So schaut es dann aus. Also so schaut es nochmal aus und jetzt häkeln wir nur noch die Schnürung. So, und zwar hier habe ich eine Schlinge. Jetzt stiche ich hier in das erste Stäbchen, stiche ich ein. So, hier in das erste Stäbchen stiche ich ein, hole den Faden und häkle eine feste Masche. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt gehe ich in diese, wir haben hier 2 Schlingen, in die zweite Schlinge stiche ich ein, hole den Faden und dann beide Schlingen zusammen. Jetzt nochmal das gleiche hier, von beiden Schlingen, hier stiche ich nochmal ein, hole den Faden durch beide durch, dann nochmal in die zweite Schlinge einstechen, Faden holen, beide durch und das wiederholen wir dann stets. Und so entsteht so eine Schnürung, also auf der Seite. Dann häkeln wir genau die gleiche Weise auch auf der Seite. Das zeige ich ganz schnell auch da. Also, ich stiche hier ein, hole mir den Faden. So, hier in das erste Stäbchen stiche ich auch ein, hole den Faden, beide Schlingen durch. Und dann in die erste Schlinge von den beiden stiche ich nochmal ein, beide durch, in die zweite Schlinge einstechen, beide durch und so häkeln wir dann weiter die Schnürung, also zweimal an den oberen Ecken und dann hier auf der Seite, da wo wir die Stäbchen gehäkelt haben, einmal hier auf die gleiche, genau gleich häkeln und auf der Seite häkeln wir dann hier auch die Schnürung, zeige ich ganz schnell auch. Also hier steche ich ein, hole den Faden, häkle einmal eine Luftmasche, damit es hält und nochmal einstechen, beide Schlingen durch und jetzt in die erste Schlinge, beide durch, ich meine in die zweite, also oder in die linke Schlinge, einstechen, beide durch, in die linke Schlinge einstechen, beide durch und so schaut es aus. Genau, und dann nur noch Fädchen verarbeiten, vernähen, damit das Ganze schön hält. Die Länge der Schnürung kann man natürlich individuell anpassen, so wie es euch am besten passt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange ich die Schnürung häkle. Das kann ich euch sagen, wenn ich die fertig habe. So, also die Schnürung habe ich jetzt oben ungefähr 30 cm gehäkelt und auf den Seiten 40 cm lang. So, dann sind wir eigentlich mit euch soweit fertig. So schaut das Ganze aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Schreibt auch eure Wünsche oder Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.